Hallo Maria, du siehst heute wunderbar aus. Hallo Maria, du siehst heute wunderbar aus. Danke, Stefan. Danke, Stefan. Ich habe etwas zu essen mitgebracht. Ich habe etwas zu essen mitgebracht. Setzen wir uns hin und genießen es. Setzen wir uns hin und genießen es. Das schmeckt fantastisch. Du bist eine großartige Köchin. Das schmeckt fantastisch. Du bist eine großartige Köchin. Es ist ein Familienrezept. Es ist ein Familienrezept. Meine Oma hat es mir beigebracht. Meine Oma hat es mir beigebracht. Woher kommst du eigentlich, Maria? Woher kommst du eigentlich, Maria? Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Berlin. Meine Familie und ich lieben es, am Wochenende hierher zu kommen und Zeit in der Natur zu verbringen. Meine Familie und ich lieben es, am Wochenende hierher zu kommen und Zeit in der Natur zu verbringen. Ich komme aus München. Es ist schön, verschiedene Orte in Deutschland zu besuchen. Hast du schon viele Städte gesehen? Ich komme aus München. Es ist schön, verschiedene Orte in Deutschland zu besuchen. Hast du schon viele Städte gesehen? Einige, aber ich träume davon, mehr zu reisen. Einige, aber ich träume davon, mehr zu reisen. Es gibt so viel zu entdecken. Es gibt so viel zu entdecken. Das Leben ist manchmal wie ein Fluss, oder? Das Leben ist manchmal wie ein Fluss, oder? Es fließt unaufhaltsam voran. Es fließt unaufhaltsam voran. Und wir müssen einfach mitströmen. Und wir müssen einfach mitströmen. Ja, das ist wahr. Ja, das ist wahr. Aber manchmal können wir auch das Steuer übernehmen und unseren eigenen Weg finden. Aber manchmal können wir auch das Steuer übernehmen und unseren eigenen Weg finden. Ich denke, du hast recht. Ich denke, du hast recht. Wir haben mehr Kontrolle über unser Leben, als wir denken. Wir haben mehr Kontrolle über unser Leben, als wir denken. Es war ein schöner Tag, Stefan. Es war ein schöner Tag, Stefan. Ich hoffe, wir können das wiederholen. Ich hoffe, wir können das wiederholen. Auf jeden Fall, lass uns in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall, lass uns in Kontakt bleiben. Ein Tag am Fluss. Die Sonne glühte am Himmel, als Maria am Ufer des kleinen Flusses saß. Ein leichter Wind strich durch ihr Haar, während sie gedankenverloren auf das sanfte Plätschern des Wassers blickte. In ihrer Hand hielt sie einen Picknickkorb mit Leckereien, die sie für sich und ihren Freund Stefan vorbereitet hatte.
Stefan kam herangewandert, sein Lächeln strahlte in der Sonne. »Hallo Maria, du siehst heute wunderbar aus.« »Danke, Stefan. Ich habe etwas zu essen mitgebracht. Setzen wir uns hin und genießen es.« Sie breiteten eine Decke aus und begannen, die Leckereien zu teilen. Stefan nahm einen Bissen von dem selbstgemachten Brot und sagte, »Das schmeckt fantastisch. Du bist eine großartige Köchin.« Maria lächelte. »Es ist ein Familienrezept. Meine Oma hat es mir beigebracht.« »Woher kommst du eigentlich, Maria?« »Ich komme aus Berlin. Meine Familie und ich lieben es, am Wochenende hierher zu kommen und Zeit in der Natur zu verbringen.« Stefan nickte. »Ich komme aus München. Es ist schön, verschiedene Orte in Deutschland zu besuchen. Hast du schon viele Städte gesehen?« »Einige, aber ich träume davon, mehr zu reisen. Es gibt so viel zu entdecken.« Die beiden verbrachten den Tag mit Essen, Lachen und plauderten über ihre Familien und Träume. Der Fluss murmelte im Hintergrund, während sie sich näher kamen. Gegen Abend, als die Sonne langsam unterging, sagte Stefan nachdenklich, »Das Leben ist manchmal wie ein Fluss, oder? Es fließt unaufhaltsam voran und wir müssen einfach mitströmen.« Maria nickte. »Ja, das ist wahr, aber manchmal können wir auch das Steuer übernehmen und unseren eigenen Weg finden.« Stefan schaute auf den Fluss. »Ich denke, du hast recht. Wir haben mehr Kontrolle über unser Leben, als wir denken.« Der Tag ging zu Ende und die beiden standen auf, um sich zu verabschieden. Maria sagte, »Es war ein schöner Tag, Stefan. Ich hoffe, wir können das wiederholen.« Stefan lächelte. »Auf jeden Fall, lass uns in Kontakt bleiben.« Und hier sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu mögen und einen Kommentar zu hinterlassen. Denken Sie daran, dass jede Woche eine neue Geschichte auf Sie wartet. Wenn Sie nichts verpassen möchten, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Vielen Dank, liebe Zuschauer, und bis zur nächsten Geschichte. Auf Wiedersehen.